Jetzt wollten wir ein bisschen die Sachen zeigen, die wir so für den Offroad-Einsatz dabei haben, was ganz schön viel jetzt doch ist. Ja, ich glaube am wichtigsten, was wir bis jetzt am meisten gebraucht haben, sind die Klappspaten. Ach echt? Ja, findest du nicht? Ja, schon. Die haben wir so lange nicht gebraucht, wir haben es so lange nicht festgefahren, dass ich sie gar nicht mehr aufnehme. Und los! Neue Bundeswehr gegen alte Bundeswehr. Guck mal, obwohl meiner festgerostet ist, bin ich schneller. Nein! Nein! Ja. Ja. Aber ich glaube, wir können sagen, dass wir beide den alten Bundeswehr-Klappspaten aus den 60er Jahren besser finden als den neuen. Was wir auch viel machen, ist, dass wir den Reifenluftdruck ablassen. Und dafür haben wir solche kleinen Teile hier. Bei denen kann man halt einstellen, welchen Luftdruck die Reifen am Ende haben sollen. Und nur bis dahin wird auch die Luft abgelassen. Davon haben wir 4 Stück dabei und dann kann man die auch einfach raufschrauben. Und wenn wir danach nicht schnell weiterfahren, lassen wir die auch häufig einfach drauf und fahren damit dann weiter. Und um den Luftdruck zu testen, haben wir hier so einen Reifenluftdrucktester dabei. Hört sich ein bisschen an wie ein Pressure Thermometer. low. Ja, Pressure low. Ja, das machen wir sowieso voll viel. Auch wenn wir schlechte Straßen haben, dann lassen wir ein bisschen den Reifenluftdruck ab. Normalerweise, wenn wir auf Straßen unterwegs sind, fahren wir mit 3,3 Bar vorne und 3,5 Bar hinten. Und wenn die Straßen dann schlechter sind, dann lassen wir halt den Luftdruck ab, auch je nachdem, wie schnell wir auf den Straßen fahren. Und wenn wir richtig im Sand fahren, lassen wir den Luftdruck dann auch gerne mal auf 1 Bar oder so ein bisschen niedriger ab. Und dafür benutzen wir halt diese kleinen Aufschraubdinger. Um den Reifenluftdruck dann wieder zu erhöhen, haben wir einen Kompressor dabei. Der funktioniert mit 12 Volt und hat hier einfach so einen Stecker, den wir auch schon mal gezeigt haben. Den können wir dann einfach an den Sicherungskasten so anschließen. Hier hat er noch eine Baranzeige dran und ja, funktioniert gut. Dann benutzen wir auch noch häufig die Sandbleche, die wir dabei haben. Die finden wir super. Die quetschen wir dann einfach vorne mit der Spitze unter den Reifen und die funktionieren super gut. Und haben wir auch schon mal in der Roomtour gezeigt. Und die sind halt auch ziemlich leicht, das ist halt ganz schön, nicht so schwer. Und die sind flexibel. Hoia! Davon haben wir 4 Stück dabei. Ah ja, genau, 4 Stück. Für alle Reifen haben wir einen dabei. Wenn dann die Leute fragen auf dem Strand, ob man sie nicht freischleppen kann, dann gibt man einfach die Sandbleche raus und muss dann nicht jedes Mal das Auto abbauen, Markise abbauen. Und dazu einen Klappspaten. Und dazu geben wir den Leuten den Klappspaten, dass sie sich erstmal freigraben und dann... Wenn es nicht mehr geht, dann helfen wir natürlich auch. In unserem ersten Werkzeugvideo haben wir schon von unserem Abschleppseil erzählt. Das ist einfach so ein Dynamik-Abschleppseil, wo wir vorne diese 2 Ösen dabei haben. Was wir zusätzlich noch dabei haben, sind längere Schaftschäkel. Die können wir dann vorne direkt an den Achsschemel vom VW-Bus bauen. Und dann muss man das Ganze nicht an die kleine Abschleppöse vorne beim VW-Bus festmachen. Hast du die eigentlich selbst gebastelt? Mhm. Und was ist das für ein Band? Das ist das gleiche wie das Yoga. Genau das Band, was Ist hier das ist. Dynamikband? Dynema. Dynema. Das hier ist auch Dynema mit einem Gummiband in der Mitte. Und das ist nur Dynema. Okay. Dann haben wir noch Rundschlingen dabei. Hauptsächlich benutzen wir die dafür, um die Slackline aufzubauen. Aber die Slackline und auch die Rundschlingen benutzen wir auch beide als Verlängerung, zum Beispiel zum Abschleppen, wenn man mal irgendwo weiter weg steht, wenn einer sich jetzt ganz tief irgendwo festgefahren hat, dass man dann noch im Festen stehen kann, dann haben wir halt ganz viel Verlängerung, um das ganze Seil zu machen. Ich wollte nur mal zeigen, wie groß die sind. Und davon haben wir 2 dabei. Ja. Bei der Slackline haben wir uns einen ganz normalen Spanngurt geholt, bei dem wir dann die Stahlösen wieder auf beiden Seiten abgemacht haben, und da benutzen wir auch wieder die Softschikel. Also wir benutzen eigentlich so wenig Metall, wie es geht. Und als Ratsche haben wir uns eine Edelstahlratsche geholt, weil die normalen irgendwie immer weggerostet sind, gerade wenn man die mal am Strand eingesetzt hat, um jemanden rauszuziehen oder sonstiges. Dann haben wir ein Reifenreparaturset, um Punctures zu reparieren, das wir noch nicht einmal gebraucht haben. Und dadurch, dass wir auch 2 Ersatzräder dabei haben, ist es vielleicht auch ein bisschen überflüssig, weil an jeder Ecke gefühlt auch
Reifenreparaturläden sind. Aber naja, ist auch nicht besonders groß, deswegen bleibt es bei uns dabei. Wenn man andauernd Punctures hat, freut man sich bestimmt darüber, aber irgendwie haben wir einfach keine Reifenpannen. Sobald wir das Teil wir zurückschicken oder sonst wo lassen, dann haben wir bestimmt eine Reifenpanne. Deswegen nehmen wir es lieber noch ein bisschen Genau. mit. Dann haben wir ein Dynema-Seil. Da haben wir am Ende Ösen eingespleist, damit wir hier auch wieder, oh Wunder, unsere Softschickel dran benutzen können. Also es passt alles zusammen. Insgesamt können wir bestimmt 60 Meter Abschleppleine oder sowas machen. Wie lang ist denn das Seil? Ich weiß nicht genau, ich glaube 30 Meter oder so. Oha, das ist aber ganz schön lang. Ja, Dafür ist es obwohl, ziemlich ist es so lang? leicht. Ja, Ist das so stabil wie ein Mehrere normales Abschleppseil? ja, viel stabiler. Das ist Echt? wie ein Stahlseil. Das sieht so Das viel kann, dünner aus. das kann mehr als die Steilkette. Was wir für das Seil noch dabei haben, ist eine Umlenkrolle. Die kann man aufmachen und dann einfach das Seil da einlegen. Was willst du, das Seil einlegen? Ne, ich kann das hier auch einlegen. Und dann kann man hiermit wieder sich irgendwo befestigen und dann umlenken. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Aber warum denn umlenken? Was wird? Mit so einer Umlenkrolle kann man halt praktisch die Zugkraft verdoppeln, indem man zum Beispiel dann hier das festgefahrene Auto dran macht und dann ein Ende am Baum bindet und dann an dem anderen Seil mit dem noch bewegenden Auto fährt. Diese Seite befestigst du einfach, machst du am Baum, Okay, also ich bin der Baum. Genau, du bist ein Baum. Siehst auch aus wie ein Baum. Das ist schön. Alles klar, und hier ist das andere Auto und das ist Genau, das festgefahrene und hier ist das Auto. festgefahrene Auto und dann brauchst du hier nur halb so viel dran ziehen, weil hier musst du den doppelten Weg ziehen, wie es sich hier Und wie bewegt. viel kann die ab? Die Umlenkrolle? Weiß ich nicht, aber guck sie dir mal an, wie groß die ist. Die kann alles ab. Genug Meinst- fürs Auto. Meinst du, wir können das Auto damit hochheben? Ja, ganz locker. Das wollte ich sowieso mal machen. Das hier oben am Baum festbinden und dann mit dem Teil das Auto hochheben. Wir wollten keine Elektroseilwinde vorne am Auto haben und deswegen haben wir uns einen Seilzug geholt, mit dem wir, wenn alle Stricke reißen, das Auto noch freiziehen können. Oha. So, jetzt kannst du es warte mal, ich muss einfach mal so. Jetzt kannst du es mal benutzen. Hä? So? Genau. Aber es ist eigentlich schwerer, oder? Ja, ich kann ja auch nicht so doll ziehen, wie du ziehen kannst. Jetzt ratscht es nicht mehr. Ist es jetzt kaputt? Nö, warte, ich muss nur Kraft drauf tun, damit es ratscht. Ach so, du musst. Ja, okay, klar. Okay, und wir haben noch keine Filmaufnahmen davon, Super. weil wir das halt noch nie gebraucht haben. Wir haben uns noch nie so schön festgefahren. Ja, wir waren bis jetzt einfach zu vorsichtig. Einmal waren wir allerdings kurz davor, die zu Wann? benutzen. Als wir in dieser Schlammkuhle festsaßen und mit den Sandbächen stimmt. nicht weitergekommen sind. Und um den Luftdruck dann wieder zu erhöhen, Haben wir einen Reifenkompressor dabei. der komprimierte Reifen. Da packst du ganze Reifen rein und dann werden die Reifen. Super praktisch.